Hallo ihr beiden. Geht's euch gut? We're rolling out. Es gibt Gründe, warum man um 5:30 Uhr an einem Flughafen ankommt. Schnitt! Ich halte es nicht aus, das ist so süß. Ich habe mich heute als Zebra verkleidet, damit mich die CC-Fliege nicht findet. Delta Zulu for Alpha Bravo, we're rolling out. Was habt ihr denn vor? Festival in der Wüste? Das ist alles Klopapier. Das sind kleine Snacks. Birmingham. Das sind nur kleine Snacks für die Fahrt. Der Rest kommt nachher. Gefühlte 10.000 Kilometer später sind wir in der Kalahari. Im absoluten Nirgendwo. Erdmännchen sind halt toll, deswegen macht man sowas. Das sind Erdmännchen. Oh mein Gott, wie sie Das ist kein Zoo hier, sondern eine Auffangstation für Erdmännchen, die Hilfe brauchen. Das sind also behinderte Erdmännchen. Nein, die sind wieder gesund. Aber sie brauchen noch ein bisschen Zeit. Und wir dürfen heute den ganzen Tag mit ihnen verbringen und wir werden außerdem noch ihre Kollegen in der Wildnis besuchen. Die Frage ist nur, wer sieht wen zuerst? Meerkat approaching. Das ist übrigens alles nicht so einfach, diese Tierfilmerei. Die meiste Zeit sitzt man rum und wartet. Sehr, sehr lange. Sehr lange. Meerkat 007, we need you. Außerdem Erdmännchen. Und die sind doch schon süß genug. Also ich finde, es gibt eine süße Tiere Bucketlist auf der Welt. Es ist definitiv ein Quokka, es ist ein Alpaka, Erdmännchen. Ich möchte nie wieder weg. Kommt mal ein bisschen näher. Das ist Arne Attenborough. Bewirbt sich hier auch gerade auf den BBC Lifetime Achievement Award. Die Hoden der Erdmännchen, also die Erdnüsse, sind noch nie so aufwendig dokumentiert worden wie in diesem Moment. Ich weiß übrigens nicht, was interessanter ist, der Vordergrund oder der Hintergrund. Erdmännchen haben wir hinter uns gebracht und jetzt Sundowner. Jedes Südafrika-Video braucht mindestens einen Sundowner und wir sind so nett und drehen hier auch. Have a sundowner in the Kalahari. So, wo soll ich langlaufen? Im südafrikanischen Frühling und Herbst sind die Temperaturen einfach ideal für Outdoor-Akten. Weißt du, Arne, Nur noch 5 Takes. nach 20 Stunden bin ich auch irgendwann mal durch. Du wiederholst dich. That's a wrap, guys. Bring in the wine. Schleusen öffnen, bitte. Es gibt Wasser in der Kalahari. Und ausgerechnet da drehen wir gerade an den Oasis Waterfall. Die sind 191 und das ist jetzt sowieso schon scheißegal. Nochmal. Und an einem Wasserfall zu drehen bedeutet, dass man sich die Seele aus dem Leib schreit. 191 Meter hoch und ich habe mich versprochen, verdammt nochmal. Mann, Pimp! Denn die sind ganze 191 Meter hoch und tragen jetzt riesige Mengen von Wasser. Das habe ich nie verstanden.
Ich schreie beruflich Wasserfälle an. Schön, jetzt riesige Mengen an Wasser. Ja, bitte, das ist okay, wa? Bisschen laut hier!